Powered by Unreal Engine. Funcom. The Park. So, erstmal ein herzliches Hallo. Ich bin Sam Fischer, das ist mein erstes Let's Play und ich habe mir das Spiel The Park ausgesucht. Damit ihr auch mal seht, wie ich aussehe. Zack, so sehe ich aus. Kann mich auch noch mal kurz groß machen für die Leute, die mich mal groß sehen wollen. Schönen guten Abend, hallo, hallo, hallo. Oder schönen guten Tag oder schönen guten Morgen, je nachdem, wann ihr das Video anguckt. Natürlich lasse ich während der Aufnahme ganz Zeit mein Bild an, damit ihr mir auch die Reaktion und meine Gesichtszüge während dem Spiel seht. Erstmal gehen wir auf Settings. Ich weiß nicht, ob das Spiel vielleicht ein Tick zu laut ist. Ja, dürfte so passen. Ich denke, das passt so. Lass mal bei 3. So, starten wir ein neues Spiel. Während den Videos bin ich natürlich ruhig. The Park is a narrative experience best played in a dark room wearing headphones. Ja, den habe ich natürlich an. It deals with subject matter that may be disturbing to some players. Okay. During the course of play, the park is manipulated. Da konnte ich es nicht lesen. Naja, gut. Wird schon schief gehen, sage ich mal. Okay. Ladebildschirm, Ladebildschirm, Ladebildschirm. So, jetzt müsste es losgehen. Funcom presents. In my heart and mind, I always return to Atlantic Island Park. Where's Mr. Bear? I haven't seen Mr. Bear, Callum. Stay in the car. I'll go and ask information. So. Oh, aber ganz schön. Glaube ich, die muss ich ein bisschen umstellen. Sensibilität. Auf 3. Continue Game. Ja, ist besser. Okay, die schnellste ist sie auch gerade nicht. Wie hieß er jetzt hat? Kevin? Marvin? Na, ich nenne einfach mal Marvin. Marvin ist das neue Kevin. So. Atlantic Island Park. Bingo. Okay. Attention patrons, the park is now closed. Please make your way to the car park. Das ist aber eine komische Umgebung für einen Park. Employees prepare the park for shutdown. Press R to interact with objects in the world. Alles klar. I'm black. Callum was born the day this place opened. This is his favorite place in the world. Aha, Marvin wurde also geboren an dem Tag, als dieser Park eröffnet wurde. Atlantic Island Park, a tribute to the untamed heart of Solomon Island and the people who use their talents to bring the dream of national winter to life. May this park be a place where your joy and love are gathered and used to infect all of these who follow after.
Dated this first day of May 1977. James B. Longley. Okay. Hm. Ihr schwindelig, Mädel. Musst mehr Wasser trinken. Hey, Lorraine. Lorraine. Lorraine heißt sie, okay. Don't blame yourself, Lorraine. People lose things all the time. Ja. Take a deep breath. Think about the last place you saw your son's teddy bear. Hey, stop! Ja. I think your boy just ran Wer into weiß the die park. I'll Person? unlock the gates for you. Woher weiß die Person, wie ich heiße? Okay. Und vor allem, woher weiß die Person, dass ich den Teddybär suche von meinem Sohnemann? Kurios. Da leuchtet grünes Licht, da kann ich durch, da kann ich auch durch. Das ist rot, alles klar. Also ich kann durch diese zwei Eingänge. Nehmen wir mal den rechten. Press B to shout to Marvin. Callum, I told you to wait in the car. This way, Mommy. This way, Mommy. Welcome to the park. Gehen Sie den Park. Na super. Da läuft er. Da steht er. Nicht läuft er. There's something special about the entrance to an amusement park. A line drawn between the real world and the world of whimsy within. On this side, the apathy of our everyday lives. And on the other, anything we might dare to dream. It's no wonder Callum ran back inside. I wouldn't want to leave either. Attention employees, the park is now closed. Have a safe journey home. Verrostet das gerade alles? Was? Hallo? Was geht jetzt ab? Ich möchte den Silent Hill. Warum ist jetzt Nacht? Das ist aber eine lange Rolltreppenfahrt. Jetzt schon Nacht ist. Okay. Oh God. Oh Gott. The park. What happened here? Okay, ich kann auch rennen. It's easy to get lost here. Ich stehe hier. Sideshow LA. Okay. Rollercoaster. Bumpercars, also Boxautos. Ferris Wheel. Ich denke, das ist das Riesenrad da hinten. House of Horrors. Alles klar. Spukhaus. Tunnel of Tales. Tunnels of Tales. Tunnel der Geschichten oder na, wie sagt man noch? Tunnel der Märchen oder so. Octotron. Octotron. Okay, das sagt mir jetzt nichts. Okay, da steht irgendwas dran. Das sieht aus wie Figuren. You can't catch me. Wait for Mommy. Ach, da läuft der Marvin. Kann da nicht rein in die Hütten, okay. Eine Taube. Was ist hier passiert? Okay. Da kann ich nicht rein, das ist abgesperrt, da ist ein Zaun. Okay, bleibt mir nur der Weg. Callum, where Marvin, did you wo go? bist du hin? Come on, Mommy. Bleib mal stehen, Marvin. Ach, da ist das Horrorhaus. Das Horrorhaus. Don't hide from me, Callum. This way. Was ist denn jetzt? Carrie Killian ist Satans Tor. Alles klar. Where are you? Come on, this way. Ja, was ist this way?
too dark. Too dark. I'm not going in there without a flashlight. Ah, ich brauche jetzt eine Taschenlampe, okay. Was ist denn hier los? Candyhaus? Ah, Süßigkeitenhaus. Okay. Gut, dann laufen wir einfach mal den Weg weiter. Come out, sweetie. Sweetie! Ah, Catch me, Mommy. ja, versuche ich gerade. Schuh. I think this belongs to Callum. Marvin sein Schuh. Läuft der barfußig rum, der Kerl. Meine Güte. Darf der das? Chad the Chipmunk, huh? Just a drunk guy in a suit. Chad the Chipmunk welcomes you to Atlantic Island Park. Chad can be seen in daily ice sculpting shows in the following locations. 12 a.m. Sideshow LA, 1 p.m. The Octron, 3 p.m. Park entrance. Chad the Chipmunk worst in class, Chad can't even seem to pass. Chad gets angry, likes to fight, Chad is beaten every night. Chad will have a dead-end job. Chad will die a useless slob. Okay. Aber ich muss mal. War das? Habt ihr das gehört? Oh, da liegt ein. I wonder what this is. Boah, ist aber klein geschrieben. Purchase the land on Sullivan Island war printers made at Pintons. Mein Gott, I mad at whatever old Archie Henderson did to the locals. Just the mention of this name at people's. Ich glaube, ich muss das Spiel doch ein bisschen lauter machen. Ich hoffe, dass es nicht zu laut ist. Continue. Just the mention of this name and people slamming doors and looking shutters from the moment I arrived on the island. Hey, there was but the mist team is shortly over. Okay, this is the start of something amazing. Okay. Was hat er jetzt gerade gesagt aus dem Lautsprecher? Callum? Marvin? Over here. Ich höre ihn zwar, aber ich sehe ihn nirgends mehr. Was war das für ein Gelächter? Oh Mann, oh. So, ich bin jetzt bei den Tunnel of Tales. Ach, da ist er, ich habe ihn gesehen. Der sitzt in so einem Boot drin. Folgen wir ihn mal. Callum? Stay where you are. Da jetzt rein. Bright Swan. Reite den Schwan. Dann reiten wir mal den Schwan. Oh, guck mal, da ist schon mal ein Boot. Dran, auch nicht schlecht. It's the love boat. It's the love boat. Hinten da oben. Ach, das sind Projektoren. Alles klar. Near a great forest, there lived a poor woodcutter, Ach, das his ist doch... wife and his 2 children. A boy named Hansel Ja, Hänsel und Gretel. and a girl named Gretel. Rattle. They were very poor and had very little to bite or sup. Okay. What will become of us? The woodcutter asked his wife one night. I tell you what, husband, we will take the children into the thickest part of the forest tomorrow and abandon them there. Was war das? No, my wife, I cannot do that.
said the man. Then we will all four starve, you fool. Hansel and Gretel overheard their parents talking, and Gretel began to weep. Okay. Do not fret, Gretel, Hansel said. He crept out of the hut and gathered white stones from the ground to fill his pockets. Ah, da sitzt der Dings. Wie heißt er? Dieses Eichhörnchen. The next morning, the woodcutter leads the children into the forest. Before they leave, their mother gives them a slice of bread and warns them that they will get no more food that day. Clever Hansel leaves a trail of white stones behind them as they pass into the woods. When their father leaves them, the children wait a while, then follow the trail back to their parents' house. Okay. After receiving a thorough scolding from their parents for getting lost in the woods, the children are sent to bed without any supper. Hansel tried to sneak out and collect more white stones, but found that the door was locked. Tomorrow I will take them into the woods myself. Ja, die Geschichte kennt ja jeder, denke ich mal, von Hansel und Gretel. In the morning, their mother gave them a slice of bread and led them deep into the forest once again. Was ist jetzt schon wieder? Was geht denn hier? Hansel broke his bread into pieces and left a trail of breadcrumbs to lead them safely home. But hungry-eyed birds snatched up the breadcrumbs and his trail was destroyed. Blöden Vögel. Abandoned by their parents and unable to find the trail home, the children wandered in the forest for 3 days. Huh. The children stumbled into a clearing with an exceedingly strange house. Its walls were made of gingerbread, and its windows were panes of clear sugar. Hansel, desperately hungry, ran forward and began to nibble on the walls. Nibble on the walls. Nibble, nibble, little mouse. Who is nibbling at my house? An old woman emerged from the house, sniffing the air and peering around with cloudy eyes. Oh, you dear children, who brought you here? Just come in and stay with me. No harm will come to you. But Hansel and Gretel stayed back. Ist ja eine gemütliche Fahrt. Reminded them of their cruel mother. Come, children, don't be afraid. Komm ich nicht umdrehen. Irgendwas ist hinter mir. Something for you. The old woman offered them 2 enormous lollipops. The children took them and began to eat. You see, nothing to fear here. Come inside, the old woman urged, and the children, still licking their sweets, followed. Schade, dass das Spiel auf Englisch ist. Also nicht, dass ich kein Englisch kann. Oh, was ist das? Once inside the house, the old woman changed. Was ist? She stuffed Hansel into a cage and put Gretel to work, Ja, sweeping, Gretel musste arbeiten und Hansel wurde eingesperrt und gefüttert. Wie gesagt, die Geschichte kennen wir ja alle. Und hat mit Sicherheit irgendwas mit dem Spiel hier zu tun. Was mir aufschüttet. Da ist jemand hinter mir. Ich höre das, wie das plätschert hinter mir. Was mir schon aufgefallen ist, dass jedes Mal, wenn was kam mit der Mutter und dem Kind, dass sie dann so eine Art Schwindel oder ja, es wurde eine Art Schwindel dargestellt. Also das Bild war verschwommen und hat gepocht. Also muss irgendwas sein mit dem Feld des Mutter-Kind. The old witch said, "The opening is here," and she moved to show Gretel. Seizing her courage, brave Gretel gave the witch a shove, and the old crone tumbled forward into the oven. Gretel slid a large iron bolt over the door to the oven.
Gretel freed her brother Hansel, and together they lit a fire beneath the oven. And though she screamed and begged, the children sat by the oven until her screams had stilled, and the witch was cooked. Which was cooked. Die Hexe wurde. And then, Von, because even children can't survive on sweets, they divided up the body of the old Das ist witch mir neu. and ate her. Wurde die Hexe wirklich von Hänsel und Gretel gegessen? Habe ich das als Kind immer verdrängt? Oder wurde das uns einfach nie erzählt, richtig? Alles klar. Guck nach vorne und das ist auch richtig fährst. Hier. Über Schwan. Alter Schwan. Alter Schwede. Aber es gibt ja mehrere Geschichten über Disney-Filme, wo ein bisschen umgeschrieben sind, damit sie nicht so brutal sind, wie die Originalgeschichten sind. Nur damit sie umgänglicher bzw. förmlicher sind Hansel für and die... Gretel. I used to read it to Callum when the electricity was shut off. Those poor children. The whole world against them. The forest, the birds, the old witch, even their own parents. I used to imagine that Callum and I were the kids in that story. Not mother and son, but brother and sister, hand in hand against the unkind world. We were always hungry, looking for our own house made of candy, looking for the sweetness that could take the pain away. Hunger leads people to desperate, terrible places where the tree branches reach like claws. Das ist schon richtig, was sie da jetzt gerade gesagt hat. Ja, wo war ich jetzt gerade stehen geblieben? Ja, es gibt ja Disney-Filme, die ja extra für die Kiddies ein bisschen umgeschrieben worden sind, weil die Originalgeschichten wesentlich brutaler oder blutrünstiger sind als die Nacherzählung von Disney.